So, nach dieser kleinen Streaming-Live-Session geht es jetzt wieder angenehm weiter mit unserer Geschichte. Der Graf scheint nicht so der Netteste zu sein, aber eigentlich hieß es, dass er Fremde einfach umbringen lässt, die seinem Haus zu nahe kommen. Bisher haben wir das Glück gehabt, heile hier angekommen zu sein. Und das Ding interessiert mich am meisten von den Sachen, die ich hier sehe. That is well out of my reach. It's a symbol of some kind. A moon, perhaps? Oh, wait. Den Mond haben wir ja hier gesehen. Es ist sogar derselbe. Aber er scheint nicht so gleich. Ist aber trotzdem der gleiche Mond. Vielleicht brauchen wir das Ding noch an irgendeiner Stelle. Miss Tompkins looks more anxious every time I see her. Where is Lord Panswick? Sorry, Ma'am. I can't talk. Miss Fenchurch is ever so mad at me. I've no time for frolicking with the flock. How very bucolic. Man lernt hier auch ab und zu mal das ein oder andere neue englische Wort. Some fine-looking flowers. Some fine-looking flowers. Nicht übrigens wundern, warum ich manchmal zweimal das gleiche als Antwort bekomme. Ich klicke meistens einmal links drauf zum Interagieren und einmal rechts zum Beobachten. Und manchmal sagt das Spiel einfach dasselbe. So, gucken wir mal, was die Frau Miss sagt. Fenchurch is a cruel-looking woman, her face set in a permanent scowl. Hello there. Bugger off, you whelp! This is private land! Was zeigen wir ihr denn? I'm not sure they would be. I Okay. don't wish to give. Wir versuchen einfach mal alles I mit don't ihr. wish to. Ist das am Ende echt das Messer? I don't wish to give. I shan't lower myself to such barbarity. Shit. Wir können ja auch nicht drohen. Hä? Wie kommen wir denn jetzt an ihr vorbei? I was wondering if it might be possible to speak with Lord Panswick. Are you deaf, girl? Don't make me fetch the guards. They're armed, you know. Es scheint wohl mit Geduld und ständigem Versuchen verbunden zu sein. By Christ, you're like a dog with a bone. Do you want to get yourself shot? I can assure you the only things getting shot around here are the pheasant. And perhaps the odd grouse. Greetings, my lady. Lord James Panswick, at your disposal. Also war es doch. You're Lord Panswick. As I live and breathe. You could have told me that before. What is life without mystery, Miss Bateman? Das A stimmt. predictable stagger to the grave? I was imagining someone. Much older and far less handsome? Something like that. See? I can read your mind, my dear. Now, may I ask, what brings you to my manor? I wanted to ask if I could borrow some of your labourers. Oh, for what purpose? I intend to excavate Hobbs Barrow tomorrow, and I'm in need of some assistance. An excavation? How very delightful. We're in the middle of our own works right this minute. Follow me, Miss Bateman. Come along. I promise I don't bite. Ihnen trauen wir nicht ganz so sehr. For generations, this chapel was a place of unique devotion. And this was until some of my more ungrateful ancestors forgot him and abandoned it. Why did they abandon it? Men of great wealth and power can grow so comfortable that they forget they still need the divine. The sacrifices required to maintain such a relationship were no longer being made. The chapel soon turned to rubble, and with time, even the villagers forgot him. His influence endured, but only with the isolated few who lived on the very fringes of these moors. Believe it or not, my family's fortunes have dwindled ever since.
Since I succeeded my father, it has become my life's work to restore this place of worship. With this sacred place rebuilt, he shall be venerated once more, and the name Panswick shall be uttered again across all of England. He guided the hands of my ancestors. Now it is time for him to guide us. Bin gespannt, Bewley is a godless place. wer Have ist. you forgotten about St. Edmunds? Father Roach might disagree. I shall bring him back to these lands, and this chapel shall be his seat once again. A new world. But it seems like you wish to bring back the past. From out of the old world shall come the new, a greater truth. But I digress. Horace, my dear fellow. Aye, your lordship. This fair lady here is in need of some assistance. Would you and your chaps be up for a spot of digging at Hobbs Barrow tomorrow? Hobbs Barrow? Aye, your lordship, 'tis no bother. Good man. You're in luck, my dear. These are my finest, and they're all yours. Thank you. I am grateful. On one condition. Uh-oh. Yes. I've heard wonders about Mary de Plancy's Bakewell puddings. I'd rather like to try them for myself. Your lordship, you're giving me the help of your men in exchange for cakes. Yes. But Farewell, my beauty. Okay. wait! Ich meine, ich glaube, die Omi mag uns. Ich weiß nur noch nicht so ganz genau, wie wir sie überzeugen können, ohne ihr Geld zu geben, denn wir haben kein Geld, uns einen Pudding zu geben. Ich frage mich, wer dieser Him ist, und ich frage mich so ein bisschen, warum sie danach nicht gefragt hat. Is his lordship joking about the Bakewell puddings? No, miss. His lordship is a man of folly. How ridiculous! He treats you all right if you do what he asks. The men look like they've spent many a long day exposed to the harsh moorland weather. Können wir irgendwie dieses Ding hier uns genauer angucken? They have some decent equipment here. It will be more than useful for the excavation. They have some decent equipment here. It will be more than useful for the excavation. Er meint natürlich Gott, nur welchen? Ja. Ich meine, der muss ja sich irgendwo... Ich meine, gut, wir kennen alle die englische Kirche, ne? Die ist ein bisschen komisch. Aber ich glaube, dass das nicht das ist, worauf er Please anspielt. let us get on with our toil. If you do as his lordship requests, we'll help you tomorrow. Please let us get on with... If you do... Okay, wir können nicht weiter mit ihnen reden. Hier gibt es auch nichts mehr, mit dem wir interagieren können. Die Frau steht noch immer da. Good day. Oh, another strumpet looking to find her way into his lordship's bedchambers, I see. I'm nothing of the sort. I've seen plenty of your sort before. I don't wish to provoke her wrath any further. Warum ist diese Musik so mysteriös hier? Die darf wahrscheinlich noch immer nicht reden. Thank you for bringing me here, Miss Tompkins. You're welcome, Mum. Okay. Gehen wir mal zu der Dame. Wir nehmen den langen Weg. Eventuell finden wir ja noch irgendwas auf dem Rückweg. Einmal schön hier abbiegen. Wir sind ja auch schon direkt da. Ich hoffe... Ich meine, der Fahrer ist ja gerade auf dem Weg. Das heißt, sie sollte sich eigentlich nicht zu viele Sorgen um ihn machen. Good day to you, pet. Hello, Mrs. de Plancy. Auf geht's. Come on. Bitte hast du Pudding dabei. Do you still have some of your homemade Bakewell puddings, Mrs. de Plancy? Oh, you're too late, pet. I've a few left, but they're set aside for someone else. Might you please be able to bake me some more? Sorry, I'm not in the mood for Oh, baking. scheiße. Truth be told, my dear husband Albert passed away recently. Me thoughts are all over the shop. I'm so sorry to hear that. Aye, he's in God's hands now. Okay, das klingt nicht gut. Were you married to Albert a long time? Aye, too many years to count. He were the cobbler here in Bewley. Ah. The most dashing cobbler in all of England, I used to tell him. Love is precious, pet. There's nought that can replace the hole it leaves in your heart. Oh.
I can relate to that in my own way. I wish you strength in this difficult time. Thank you. With God's blessing, I'll get by. Das erklärt auch, warum der Schuhmacher nie offen hat. Okay. May I ask who you have set aside the puddings for? Oh, Father Roach. He won't be back until tomorrow. Won't they be off by then? Not at all. Besides, Pet, as I told you, I'm not in the mood for all this baking chatter. Sorry, Mrs. Duplancy. Thanks for your time. Lord be with you. Müssen wir jetzt in den Schuhladen einbrechen, um Pudding daraus zu klauen? Ja, ich hab nichts anderes erwartet. That's not mine. There's nothing else. Shit. This must be. Okay. Ja, mal gucken, ob wir da einfach so reinkommen. Ich meine, die Tür wird abgeschlossen sein. No one here. A local cobbler. Ja. Ja, das stimmt, Spiel. Hä? Sie scheint aber nicht auf dieselbe Idee zu kommen wie ich. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht einbrechen will. Das sind keine Küchlein. Wait, der eine Typ? Wenn wir keinen Kuchen bekommen in der Art, können wir ihm ja vielleicht hier so einkaufen. I really don't want a mutton pie or a Scotch egg. Auch die Idee findet sie nicht so gut. Wir könnten versuchen, selber was zu kochen. The produce is not my. I'll let the worm enjoy. Vielleicht dieser Mann, Ralf? I can't think of anything else. Ralf ist mir ein Mysterium. Was ist unser nächster Step? I have nothing else. Das große Rätsel des Puddings. I'm not hungry yet. Schade. Scheinbar steht auch Pudding nicht auf dem Menü. There's nothing. Hä? Was hätten wir denn der Oma I'll let the sagen? worm enjoy his. Was hätten wir denn der Oma sagen können? I can't take the sign. Wir können auch nicht in die Fenster einbrechen. Ja, und für den Pfarrer im Endeffekt... Pies! Ja, nee. Für den Pfarrer müssten wir jetzt ja warten. Wir müssten halt bis zum nächsten Tag warten. Was übersehe ich schon wieder? I'm not sure they would be. Okay. Und wer will ihr das Buch zeigen? This is my father's journal. What do you make of these sketches? Queer things, aren't they? Bordering on blasphemy, if you ask me. That book shouldn't be in a place of worship like this. Verdammt. Das hat uns nicht weitergebracht. I don't wish to give that. I don't wish. Ich fürchte, sie hat, That's not mine. sie hat auch nicht in den Boxen ihre Puddings versteckt. Weißt du, sonst gibt unser Charakter bei nichts nach. Aber wenn es um Pudding geht, dann ist es sofort so, oh ja, nee. Okay. Der Gravedigger ist zurück. He looks like a rather shady character. So ein bisschen, ne? Er verschmilzt auch mit der Umgebung ganz There's schön. nothing else I wish to discuss at the moment. I have nothing else to. Okay. Wait, das Cross ist aber neu. The simple wooden cross bears a small plaque on which is inscribed the name Albert de Plancy. Okay. Relative, are you? No, just looking. He were the cobbler. Who's going to mend me boots now? The simple wooden cross bears a small plaque on which is inscribed the name Albert de Plancy. The simple wood. Hello? Does this fresh grave belong to Mrs. de Plancy's late husband?
Aye. Rather bare, isn't it? My job is to dig the graves, not decorate them. Goodbye. Ta-ra. Also No, that. sollen wir Blumen sammeln? Wir haben große Blumen gesehen in dem Schloss. Können wir die sammeln und dann aufs Grab legen und dann wird sie uns einen Kuchen geben? Könnte funktionieren. Eine bessere Idee habe ich an der Stelle nicht. I've no use. Gerade eben musste sie noch springen, jetzt kein Problem. So. Some fine look. Some fine. Versuchen wir mal. Messer. I could just pick this up. I could just pick some fine. Some fine. Ja, ja, du könntest sie auch einfach nehmen. Dann nimm sie doch. I could just pick this. Verdammt. I could just pick some fine. Some fine. Ja. Mit was sollten wir denn sonst noch das Ding dekorieren? Mit den Schafen? I've no time for. I'll let her get on with us, though what exactly she is sweeping up remains something of a mystery. Das stimmt. So der typische Move. Einfach jemand, der hier so ein bisschen am Fegen ist. Wie könnten wir denn sonst noch die Blumen einsammeln? I don't wish to. They have some decent. Wir können hier auch nicht weiterlaufen. Was übersehen wir? Wo gibt's hier ein Dekoladen? Habe ich halt auch noch nicht gesehen. Ich meine, die Fossile sind für manche Deko, aber ob uns das was bringt? Ich glaube nicht. Vor allem, sie klopft trotzdem noch da an. Wait, sind hier Flowers? Vegetables? Nicht so wirklich. It's probably safe. Ich meine, hier These oben, flowers look pretty. Someone must take good care of them. hier oben sind ja auch noch The window Blumen, box is. aber auch an die kommen wir nicht ran. Vielleicht kann Ralf uns die hoch... There's nothing else. The window box. Ich bräuchte eine Schleuder oder so. The window box is. Ich muss sagen, also manche Rätsel sind sehr einfach hier in dem Game. Manche Rätsel... Keine Ahnung, also... The road disappears over the horizon. I see nothing but moorland. Ich habe keine Idee. Nobody home. Ich frage mich, wo die Kinder sind. Ich hoffe in der Schule. Wait. Was wir machen könnten... Wir könnten noch mal ganz kurz zum Friedhof zurück. Und dann ihm... Gehen wir mal ganz kurz zum Devil Toes. Da wollte ich eigentlich nicht hin, aber... Maybe. Okay. Falsche Spur. Hier sind auch Blumen, aber mit dem können wir nicht interagieren. Wait. Oben auf dem Turm sind auch Blumen. Vielleicht können wir die okay. Wir haben zwar den Schlüssel zurückgegeben. Okay, wir haben einfach das Schloss offen gelassen. Natürlich. Vielleicht können wir da die Pflanzen einsammeln. Father Roach has amassed quite the collection. I already took some. Okay. Das war ein Versuch wert. Oder hätten wir jetzt mit dem... warte, ich gehe nochmal kurz hoch. Und ich versuche nochmal ganz kurz mit dem Messer zu interagieren. Mit den Pflanzen. Oder halt mit meinen anderen Gerätschaften. Vielleicht noch der Schaufel. Vielleicht kriegen wir ja irgendwie eine Pflanze aus dem Ganzen hier raus.
That's a peculiar. Ich meine, gefühlt habe ich das schon No, versucht, that. aber ja. No. Was übersehen wir? Hier kommen wir. I have nothing. I'm not sure that. Ich versuche I'm not sure einfach. they would. I don't wish. I don't wish. I don't wish to. The simple wooden. Vielleicht, Simple. nachdem wir das Grab gesehen haben, sollen wir wieder zu ihr zurück? Maybe? There may be a barrow. That's a peculiar. Weil wir haben auch nichts, um das Grab irgendwie schöner No. zu machen. Gehen noch mal ganz kurz zu der Oma zurück. Vielleicht hat die jetzt einen neuen Dialog, nachdem wir gesehen haben, dass ihr Grab fertig gemacht wurde. Vielleicht geht sie dann los und lässt ihren Basket hier? Good day to you, pet. Hello, Mrs. Duplancy. Oh, das könnte funktionieren. I saw your late husband's grave, Mrs. Duplancy. I am very sorry for your loss. Thank you, pet. I'm ashamed to say I couldn't afford naught more than a simple wooden cross. You were a colourful man, our Albert. He deserves better. He loved his flower beds. He's only been gone a fortnight, and already his plants have gone to rot. May the Lord forgive me. Plants are difficult to maintain. I'm sure Albert would understand. His precious hippeastrum were the first to go. I would have loved to lay one on his grave. What does a hippeastrum flower look like? Oh, beautiful things they are. Tall stems topped with large red flowers. Hard to grow in this climate. They were his pride and joy. The remarkable thing is there's no scent to 'em. That's why he loved 'em so much. You see, he hated anything that smelled sickly sweet. Hippeastrum were just perfect. Let me know if you come across one, won't you? Of course, Mrs. Duplancy. Thanks for your time. Lord, So wie es aussieht, mussten wir erstmal 5 Gespräche führen mit ihr, damit wir das Offensichtliche tun können, nämlich diese Pflanze dort oben einzusammeln. Ich glaube, jetzt können wir die mitnehmen. Bisschen unnötig, aber ich glaube, so typisch Adventure-Game eigentlich. These matched the description of the flowers Mrs. Duplancy mentioned. There's no scent. You get away from my hippeastrum. Ah, apologies. Move! Well, that confirms it. Okay, wir sind der nächsten Spur auf der Spur. Wir müssen ihre Augen von uns richten. Those flowers. May I please take one? Are you deaf and daft? Bugger off! A Please? bullying old harridan. There's no point trying to speak with her. Okay, vielleicht müssen wir die Schafe irgendwie unruhig machen, damit sie kurz wegguckt. Good day. hello. I really need one of those hippeastrum flowers. Why? It's a long story. Might you please be able to get one for me? Or distract Miss Fenchurch so I can take one? Those flowers are Miss Fenchurch's favourites. She spends hours looking after them. Oh nein, jetzt weint sie. Sorry, Mum. It's just that I'm so worried about Mr. Ambrose. The Milchmann. Aye, we were to run away together today. I see. I'm worried sick that he stood me up. Without Mr. Ambrose, this job is all I have. I can't risk losing it over a flower. Okay. Es scheint wohl, als würden wir einen vermissten Mann suchen gehen. I'm sorry, Miss Tompkins.
I still haven't seen him. Do you think he's abandoned me? I'm sure that's not the case. He must have been delayed somewhere. Could you try to find him for me, Mum? Oh, please, Mum. I'd do anything for you if you found my love. I can try. Oh, thank you. You're ever so kind, Mum. Ich tippe, das ist der Ralph, weil er einfach so aufgetaucht ist und irgendwie keine Funktion hat. What does Mr. Ambrose look like? He's got brown hair. I'm afraid I'll need a bit more to go on. Sorry, Mum. I'm too upset. Please find him, won't you? Hey, stop your nattering and get back to your sweeping! Sorry, Miss Fenchurch. Okay, toll. Das, ja, danke für diese tolle Beschreibung. Ich versuch's mit ihm. Good day. Hello there. Do you know Mr. Ambrose, the milkman? I do, yes. Have you any idea where he might be? He is usually here by now. So I heard. He normally arrives via the road to the east of Bewley. Thank you. Enjoy your Scotch egg. I will. To the east of Bewley? Geht es in die weiten Moorlandschaften heraus? Das wäre sehr spannend. Da waren wir noch nicht. There we are. Your shells are looking much more interesting now. I pestered Mother for years to let me bring some of your treasures here. I think she's worried that I want to follow in your path. She has hidden most of your discoveries away. I had to beg her to bring me to visit you, you know. I shouldn't worry you with all that. Do you know that I have a story for each of these pots? Well, I don't know if they're all true, but they are my memories. Even though I was so young, I still remember our adventures together. Would you like me to share my memories of them? Well, I'm going to, whether you like it or not. Das ist ein bisschen süß. Sie hat noch immer ihr Lachen von früher mehr oder weniger drauf. We talked about this one already. The red urn you buried in the garden for me. It seems like such a long time ago. We talked about this. Das heißt, wir werden jetzt wohl uns einiges an Erinnerungen anschauen. You were incredibly excited about this one. I hadn't gone on an expedition with you yet. You were so happy about it, showing it to Mother and I. You didn't stop talking about it for hours. I thought, how can Daddy be so excited over some old broken pottery? But it wasn't long until I understood. I think you brought this one back from a trip abroad. I would have loved to go with you, but Mother didn't want me to. I remember you being so proud of it. It looks ancient. This is from the first dig I remember you taking me on. The excavation of West Kennet Long Barrow. I found it wedged behind a stone as you ate your sandwich. You said, "Now there's a tiny urn for a tiny girl." Mother was so angry when you brought this one home, wasn't she? "William, that simply will not do. It's taking up all the space on the mantelpiece." Once you moved it to your study, I remember creeping in to take a peek at it. We found this one together in that mucky old barrow near Avebury. I think it was the second time you'd taken me on a dig with you. I remember you bringing it up to your face to look inside and shrieking in horror. "There's a bloody rat in there," you screamed. I almost forgot. While I was searching for your pots in the shed, I found one of your manuscripts. I thought Mother had burnt all your notebooks, but she missed one. It was an account of barrows across the east of England. I managed to read it all before Mother took it away. Daddy, it was fascinating. I've decided that is what I want to do with my life. I'm going to travel the country, excavating and documenting my own finds. Well, as soon as I'm old enough to escape Mother, that is. When you're feeling better, we can go out on expeditions together again, just like we used to. I promise you'll get better, Daddy. I'll do whatever it takes to make it so. Jetzt geht's wieder in die Gegenwart, wo ja unsere Hoffnung steigt, dass wir irgendwie was tun könnten, was unserem Dad hilft. Und womöglich hat der kleine Goblin etwas damit zu tun.
Und wo uns aber die Straße hinführt, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Lasst doch ein Follow oder Like da, wenn es euch gefällt. Und schaut rein auf YouTube, wenn ihr eine Folge verpasst habt. Oder auf Twitch, wenn ihr live mit dabei sein wollt. Und mir helfen wollt, wenn ich mal wieder an irgendeiner Stelle festhänge.